For English subtitle, push the subtitle button, please. Hallo zu einer neuen Folge von Reptil TV. Macht euch keine Sorgen, wir sind hier nicht bei Vogel TV oder Bird TV, sondern nach wie vor bei Reptil TV. Aber ich bin hier auf der Japan Reptile Show, wie man an dem Mädel neben mir erkennt. Und der kleine Freund hier hilft mir beim Intro. Ich weiß nicht, ich glaube so ein Wellensittich oder ein... Nee, ist natürlich eine riesige Eule. Die Japaner stehen wahnsinnig auch auf diese Greifvögel. Ich finde es auch absolut faszinierend hier mit den Vögeln. Will mich auch bei einer Diskussion raushalten, ob man das soll oder nicht. Wobei der macht mir den Eindruck, dass er sich selbst auf meinem Arm ganz wohl fühlt. Aber jetzt kommen wir zu den Reptilien. Ich will euch Reptilien zeigen und mal schauen, was in Japan Neues gibt. Wenn ich schon hier bin, dann wollen wir die Kollegen hier gleich mal filmen. Wirklich ein paar gigantische Tiere, viel von diesen Eulen, sind wohl verschiedene Arten von Eulen, ne, wie man sieht, riesengroß die Kollegen hier. Wie gesagt, die Tiere selber für mich absolut toll und faszinierend und schön. Wie wohl die sich in Gefangenschaft fühlen, mag ich jetzt nicht beurteilen. Ich denke, es gibt Leute, die wirklich wie ein Teil der Familie oder wie bei uns ein Hund oder sowas halten hier. Ne? Die lassen die auf liegen, die kommen zurück, die sind abgerichtet. Sicherlich auch ein absolut faszinierendes Hobby, diese Art von ich weiß nicht, bezeichnen wir das als Falknerei oder so. So, hier haben wir den schönsten Stand der Messe. Deutsche Firma, M&S Reptilien. Hier haben wir die schönsten Tiere der Messe. Und hier haben wir das schönste Buch der Messe. Ja, ich bin hier mit dem Shirawa, er ist der Veranstalter der Börse. So Shirawa, how many times you do the expo right now? Okay, since 2002 until now, 12 times now. 12 times the show here? Okay, also schon 12 Mal hier. How many people are here on this reptile show? Yesterday, one day, okay, 12,526 people. More than 12,000 people coming yesterday. Okay, also ein Riesen-Event. And here the people, they like not only the reptiles, they like the birds, the mammals, all this stuff, the Japanese people? Yes, and some owls and the mammals, but mostly reptile peoples. Thank you. Ja, ihr wisst, hier gibt es alle möglichen Tiere. Unter anderem diese netten Kollegen hier mit den Dornen am Hintern. Kriegen gerade ein frisches Käfig. Hier aus Deutschland, Aquaterra Shop aus Hanau. Hier haben wir Woodbear, kennen wir von früheren Jahren. Recht große Zoohandelskette hier in Japan. Hübsche kleine Kollegen, was immer das ist hier. Sieht schön aus. Ja, hier verschiedene Warane. Also die Japaner sind natürlich mit asiatischen Waranen recht stark. Baumpython sieht man auch relativ in größeren Mengen hier. Hier die Knobtails.
Hier einiges an Pogonas. Natürlich auch wie überall auf der Welt die Pogonas absolut populär hier. Ein paar schöne rote, schöne Farben. Den ganzen Tag hier die Durchsagen, das geht in einer Tour. So, hier haben wir irgendwelche Hörnchen. Werden sich wieder einige Zuschauer kaputt lachen, wenn ich sage Hörnchen, weil ich mich so mit Säugetieren echt minimal auskenne. Wird sicher jemand auf Facebook oder YouTube bitte drunter schreiben, um was für Tiere es sich hier handelt. Hier haben wir meinen Kollegen wieder. Eine neue Form der Trageweise. Völlig zahm, der Kollege, gell? Wahnsinn. Hey, who is this? Is your friend? Yeah, well, my best friend. What is it? What kind of? This is one kind of the bear, but this is special albino. This is very few people who breed this color of animal in the world. And so cute. They are the bottle-laid special babies. They will not bite. Ich glaube, er hat ein wenig Stress, den da im Zaum zu halten. Cool, thank you. Hier haben wir Herbtile Dan. Er hat auch einiges an schönen Tieren, einige schöne Ball Pythons. Ein Phantom Potion Possible Yellow Belly. Schöner Champagne. What kind of mouse is it? What kind of mouse? African Chinese mouse. Okay, so eine afrikanische Zwergmaus hier. Das Ding kostet 100 Euro. Hier haben wir Alive. Schöner Shop hier in Tokio ist der. Habe ich besucht, das Geschäft. Viel seltene Tiere. Wirklich interessanter Laden. Schön sauber. Sieht man auch hier an dem Display. Über Behältergröße wollen wir hier nicht streiten. Die haben hier andere Vorstellungen und Richtlinien wie bei uns. Aber alles meiner Meinung nach tadellos, sauber, akkurat. Das hier ist der Ken, er ist der Company Owner. So. Ja, hier sieht man ein Foto. Passt definitiv. Er hat eigentlich echt fast nur so Raritäten. Hier haben wir Herbalife Magazine, japanisches Reptilienmagazin, schönes. Go Herping, go Herping, that's the motto. Hier mein Tischnachbar. Hier haben wir irgendeine Long-Neck Turtle. Is what type? Where from? What country? What species? This one? Japanese.
エキスパンサーコーヒロナガ首ガメ Okay, da ich leider grottenschlecht bin mit Wasserschildkröten. Aber auch da werden wir einen Zuschauer haben, der das weiß. Die Tore haben sich geöffnet. Schon eine Menge an Leute, was hier rumläuft. Wirklich die Alternative, um all diesen Diskussionen, exotische Tiere erlaubt, nicht erlaubt, geht dem völlig aus dem Weg, hat einfach ihr Schweinchen an der Leine. Super. So, hier haben wir die Fotoecke. Kriegt jeder so ein Krokodil in die Hand gedrückt. Macht einer ein Foto. Und der nächste darf. Hier die nächste japanische Erfindung. Hier kann man sich für 2,50 € einen Becher Salat holen. Und dann kann man sie hier den Kollegen hier verfüttern. Eigentlich auch eine coole Idee, denke ich. Hier auch typische japanische Erscheinung. Die Pogonas als echtes Haustier. Sieht man hier wirklich oft, dass sie hier so spazieren getragen werden an der Leine. Auch darüber kann man denken, was man will. Wir zeigen es euch einfach. Hier wieder die australische bzw. Neuguinea Abteilung. Schöne Baumpythons. Und hier unten ein, denke ich, Olivpython. Hier haben wir wieder Wise. Kennen wir vom letzten Jahr. Wise BR. BR steht, soviel ich weiß, für Ballroom. Gleich die japanische Vorführung für uns. Die haben hier so schöne Handarbeitssachen. Richtig gut gemacht. Hier der Lemon Tree Baumpython. Gilas. Die hier sehen fast aus wie so Handschellen. Ja, hier mit Strass verziert. In dem Fall dann ein Albino-Diamantpython oder sowas. Und aber natürlich auch echte Ballpythons. Auch einen gemischten Stand. Die Pogonas. Recht viele Schildkröten hier. Eleganz gibt es hier in Massen. Und zu Preisen, dass es einem schwindelig wird. Pardalis. Da unten irgendwas Albino-mäßiges. Natürlich interessant. 7.800 US-Dollar circa. Hier gibt es auch noch schöne Sachen zu kaufen. So Steine, Mineralien, irgendwelche Eier. Hier haben wir alte Bekannte, Remix. Hier haben wir den Chef, kennen wir noch aus früheren Filmen. Die haben
Ja, sein Name ist Kosho. Freundliche japanische Manier wird mir hier gegrüßt. Wir haben auch alle möglichen Sachen. Wir haben 3 große Zoogeschäfte in Japan. Eine recht große Kette. Aber das hier muss man gesehen haben. So, um mal zu zeigen, wie groß die sind. Hier die Leute daneben. In der einen haben sie gleich das Preisschild mit auf den Rücken geklebt. 980.000 Yuan. Also rund 10.000 Euro. Ich denke, das ist Pardalis. Hier haben wir Sume Japan. Also in Japan, Sume ist recht populär in Japan. Einer der größten Zubehörhändler in Japan. So, hier haben wir die nächste typisch japanische Erscheinung. Hier ist so ein japanischer Fernsehstar. Guckt hier den Albino-Alligator an. Wird hier rumgeführt und alle sind ganz verrückt danach. Wir sind am Ende der Show. Die Show ist gut gelaufen. Jetzt kommt die traurige Sache. Hier unser Lenny, den kennt er ja aus Reptil TV. Den habe ich mit hierher gebracht. Der kommt jetzt hier in der Nähe von Shizuoka in einen Reptilienzoo. Also muss ich mich hier verabschieden von unserem Freund. Ohne Spaß, fällt mir wirklich schwer. Wir haben den jetzt fast 3 Jahre habe ich den gehabt, großgezogen. Und jetzt bleibt er hier in Japan. Ich meine, dann kriegt er zumindest jeden Tag Sushi und Fisch und Sashimi. Also es geht ihm gut, er kommt in einen tollen Reptilienzoo. Das ist das Ende von unserer Show heute. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen und bleibt mir treu und checkt my balls und meine Gators und checkt out Japan. Ciao. Hier wunderschöne Tiere. Über die Haltung von so großen Vögeln in Gefangenschaft will ich mich, das ist ein Deppengeschwätz. Nochmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoppla, war interessant für euch. Er beißt mich zum Abschied. Das macht den Abschied etwas leichter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt mir treu und denkt dran. Okay, wir haben jetzt hier einen Test. Wir haben hier Ken, come here. Put your finger inside the cage. So, wir drehen hier eine neue Folge von sowas Ähnliches wie Jackass. Wir haben hier Ken Kuberski. Ken is going to stick his finger in the cage. Ken, go on. Hey. Oh, he's a pussy, you know. Und jetzt gehe ich nach Japan. Sehen, er kriegt schon langsam Schlitzaugen. How are you? Good morning. Talk something. He's not talking? Huh? Not talking? Hello? Hello? No? Lenny, Spazi. Sagt Tschüss. Auf Wiedersehen, liebes deutsches Publikum. Es war schön bei euch. Ich komme wieder. Bye, bye.